Da haben Sie 28 Grautöne in jeder Qualität. Da werden Sie bestimmt zufrieden sein. In diesem Video möchte ich euch die 36 neuen Express Colors vorstellen, die Vallejo im Oktober 2023 veröffentlicht hat. Es ist die zweite Welle ihrer transparenten Farben, die sich von der früheren Welle aus 2022 deutlich unterscheidet. Nicht nur was die neuen Intense-Farbtöne angeht. Dazu gleich in aller Ausführlichkeit mehr, denn erstmal moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Wer die Express Colors noch gar nicht kennt bzw. nicht weiß, was genau sie von anderen transparenten Farben wie den Contrast Colors von Games Workshop, den Instant Colors von Scale 75 oder den Speed Paints von The Army Painter unterscheidet, sollte sich zunächst das oben verlinkte Video anschauen. Darin gehe ich auf alle nennenswerten Features der Express Colors ein und verlinke obendrein zu einem PDF, das eine Übersicht der ersten 23 Farben enthält. Und ein kleiner Disclaimer vorweg: Ich habe die neuen Farben abermals von Miniaturicum kostenlos und unverbindlich zu Review-Zwecken zur Verfügung gestellt bekommen. Übrigens, wer Tabletop-Farben bei Miniaturicum kauft, bekommt zu jeder Flasche oder Töpfchen immer eine Agitatorkugel zum besseren Durchmischen der Farbe kostenlos dazu. Um die 36 neuen Express-Farbtöne bestmöglich mit den 23 früheren Farben zu vergleichen, habe ich wieder jede Menge Bases weiß und schwarz sprühgrundiert. Die schwarzen Bases habe ich dann mit einem hellgrau kräftig trocken gebürstet, um abschließend noch mit einem weiß dezente Highlights aufzubürsten. Sprich, diese Bases sind für den Slapshot-Bemalstil vorbereitet. Wem Slapshot als Bemalvariante nicht sagt, dem empfehle ich einen Blick ins oben verlinkte TWS-Video. Jede der neuen Express-Farben habe ich anschließend auf eine weiße und eine Slapshot-grundierte Base aufgetragen, optimal ausgeleuchtet und dann abfotografiert, damit ihr sehen könnt, wie die Farbtöne auf den beiden Untergründen wirken. Also genau wie in meinem Video zum Erscheinen der ersten Express Colors in 2022. Auch die neuen Express-Farbtöne lassen sich wieder angenehm verarbeiten. Ein kurzes Schütteln von Hand oder per Vortex-Mixer genügt, um die angenehm dünnflüssigen Farben aufzutragen. Man kann sie dann bequem auf dem Untergrund hin und her schieben und Überschüsse entfernen, ohne dass die Farbe bereits angetrocknet ist und hässliche Flecken entstehen. Auch ein nachträgliches Anlösen der Farben wie bei den Speed Paints von The Army Painter findet nicht statt. Während die 23 ersten Express-Farben sehr knallig und kräftig waren, sind die 36 neuen Farbtöne eher etwas gedeckter und erdiger. Das fällt besonders bei den Braun-, Grün- und Grautönen auf. Ich persönlich male unheimlich gern mit gedeckten Farben und verwende eher selten knallige Töne. Entsprechend bin ich von vielen der neuen Express-Farben richtig begeistert. Wer aber hingegen mehr knallige Bonbonfarben sucht, wird bei den 36 neuen Farben definitiv nicht fündig. Ebenfalls wieder klasse ist, dass die meisten der neuen Express-Farben schön matt austrocknen. Nur ein paar Farbtöne haben in den Vertiefungen wieder einen seidenmatten Glanz. Und zwar Mummy White, Demonic Skin und Willow Bark. Ein ähnliches Glanzproblem hatten auch schon eine Handvoll der ersten Farben. Ob Vallejo hier irgendwann nochmal nachbessert, kann ich leider nicht sagen. Unverändert ist ansonsten auch der Preis. Alle Express-Farben kosten weiterhin 3,95 €, wobei der ein oder andere Händler sie auch etwas günstiger oder sogar verschiedene Bundles anbietet, wo ihr noch mehr sparen könnt. Auf 8 der neuen Express-Farben ist auffällig Intense zu lesen, was eine Neuerung innerhalb des Express-Sortiments kennzeichnet. Diese Intense-Farben besitzen nämlich eine deutlich höhere Deckkraft und sind somit selbst auf dunklem Untergrund überdurchschnittlich kräftig. Die bislang 8 Farben sind jeweils ein klein wenig gedeckt, was man ganz gut an den Rot- und Grüntönen erkennen kann.
Meiner Meinung nach hat Vallejo mit den neuen Express-Farbtönen eine echte Lücke geschlossen. Denn wenn es bislang um eine große Auswahl an gedeckten, transparenten Farben ging, konnte man eigentlich nur auf die Instant Colors von Scale75 zurückgreifen. Mit den neuen Express-Farben sind nun aber jede Menge erdige Braun-, Grün- und Grautöne hinzugekommen, die mir persönlich richtig gut gefallen. Okay, das Schweinchen Rosa, pardon, Fairy Skin und noch ein paar andere wenige Farben wird man sicherlich seltener verwenden. Aber im Großen und Ganzen finde ich rund 25 bis 30 der neuen Express-Farben absolut empfehlenswert. Zumindest, wenn man gerne mit gedeckten Farben und weniger knallig malt. Übrigens, bevor jemand fragt, auch zu den 36 neuen Express Colors werde ich wieder in Zusammenarbeit mit Miniaturicum einen Übersichts-PDF erstellen. Das könnt ihr euch dann wieder kostenlos herunterladen, um einen optimalen Überblick über dann alle 59 erhältlichen Farbtöne zu bekommen. Da ich aktuell aber mit meiner Layouterin noch an meinem Buch arbeite, wird dieses PDF erst Ende November 2023 verfügbar sein. Ich ergänze den Download-Link dann im angepinnten Kommentar und in der Videobeschreibung. Bis dahin viel Spaß beim Ausprobieren der neuen Express Colors und beim Malen, völlig egal welche Farben ihr benutzt. Und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann. Mausgrau, Staubgrau, Aschgrau, Herr Winkler. Steingrau, Bleigrau, Zementgrau. Herr und Frau Melzer wollen ja wohl was Frisches, so mehr ins Gelbe oder Grüne.